Freunde, es ist mal wieder soweit, ein Coaching. Wenn du dich also schnell und effizient in Warzone verbessern möchtest, dann bist du hier genau richtig. Viel Spaß! Mittlerweile habe ich schon so einige Coachings gegeben. Ich betreibe einen Discord-Channel, auf dem viele erfahrene Spieler, Maus- und Keyboard- und Controller-Spieler sind, die sich gegenseitig unterstützen, sodass man sich gegenseitig verbessern kann. Du bist herzlich eingeladen, diesen zu joinen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Hier bekommst du übrigens auch kostenlose 1:1 Coachings von mir. Heute analysiere ich eines der Videos eines meiner Schülers. Da sind hilfreiche Tipps dabei, die dich direkt zu einem besseren Spieler machen. Let's go! Okay, let's go! Und los geht's! Wir sehen oben, er hat die Latenz eingestellt und Paketverlust eingestellt. Ich würde empfehlen, auch da FPS einzustellen, dass man da mal ein bisschen Überblick hat, wie viel FPS man hat. Ich mache direkt Pause, denn mir fällt direkt eine Sache auf. Und zwar hier oben. Was fällt euch da auch auf? Genau, er hat zwar das Radar natürlich an, auch so mittig reingerückt, aber es ist irgendwie die Karte nicht hinterlegt. Irgendwas hat er da umgestellt. Schaut, dass die Karte hinterlegt ist, weil wenn ihr jetzt, ich sag mal, hier irgendwo einen roten Punkt sehen solltet und hier ist ein Haus, dann wisst ihr ja nicht genau, wo er ist, und so könnt ihr zuordnen, wo er dann genau ist. Also sagen wir mal links außen am Haus. Er hat kurz die Karte geöffnet, sich aber keine Markierung gesetzt. Nächster Tipp, setzt euch immer eine Markierung, denn der optimale Abstand sind 330 Meter. Ich glaube 750 Meter auf Verdansk übrigens. Und dann kannst du sehr effizient und sehr schnell landen. Und schnell landen ist sehr wichtig. Wir sehen jetzt hier sogar, er will offensichtlich hier zu Bio landen, aber zieht jetzt schon einen Fallschirm. Und zieht jetzt nochmal einen Fallschirm, hat an Geschwindigkeit verloren. Und wir sehen auch schon, hier ist jemand, der hat es besser gemacht. Der ist früher als er da. Schauen wir mal, wie es ausgeht. So, und man sieht klar, er hat sich direkt auf eine Waffe konzentriert, hat also einen Fehler gemacht. Er hätte vielleicht schon oder noch schneller sein müssen, aber schon mit der Pistole auf ihn schießen können, während er noch in der Luft ist. Er hat also nicht richtig aufgepasst. Somit, kann die Kumpelblase in dem Falle den Fight holen und versucht auch immer auf einer Kante zu landen, ja, in Kombination mit vorher markieren, 330 Meter, dann auf der Kante landen. Auf der Kante könnt ihr extrem spät den Fallschirm ziehen. Warum das so ist, erkläre ich in meinem Einsteiger-Guide. Wenn ihr den schauen wollt, dann gebt Einsteiger-Guide in meiner Suchleiste auf meinem Kanal auf YouTube ein. Und genau, dann werdet ihr dort verstehen, warum das so ist. Wir gucken nochmal die Situation. Er hat ihn also geholt, hat sich jetzt hier die Waffen snacken können. Eine MP, immer ganz wichtig. MP am Anfang eine gute, ist extrem viel wert. Nimmt ihn natürlich auch mit, hat die Tür aber nicht gehört. Wird jetzt geschossen, sieht ihn und macht eine gute Kurzzeitentscheidung. Ihr wisst, im Spiel geht es ja immer darum, die richtige Entscheidung jetzt endlich zu treffen. Kurzzeitentscheidung zu treffen. Und wir sehen auch, er hat hier ganz schön, gut Damage gekriegt, sagen wir mal. In den Fight jetzt einzugehen, macht nicht unbedingt Sinn. Der Gegner hatte offensichtlich auch eine Waffe. Also gute Entscheidung hier, sich zurückzuziehen, aufpassen wegen Fall Damage, hat den Fallschirm gezogen und Platten ziehen. Das hätte noch ein bisschen schneller passieren können. Und er wartet jetzt hier, was passiert. Und jetzt haben wir schon gehört, links die Steps. Das habe ich ihm im Coaching auch gesagt. Die hat er überhaupt nicht wahrgenommen. Direkt close hinter ihm ist einer. Jetzt hat er ihn gehört. Weiß nicht, was er hinter ihm gemacht hat. Der hat ihn wohl auch nicht mitbekommen. Aber Thema Sounds ist natürlich auch eine Sache. Schaut auf YouTube nach den aktuellen Soundeinstellungen für Warzone. Das ist extrem wichtig. Ihr braucht kein Artist War oder irgendwelche anderen Programme, um gute Sounds zu haben. Das lässt sich auch schon wenn man auf PC spielt, mit Windows-Einstellungen regeln oder eben auch dann die Ingame-Einstellungen vor allem. Auch hier hat er ziemlich spät reagiert. Ich habe den viel früher wahrgenommen, aber komisch eigentlich, weil ich höre es ja. Ist ein Zeichen dafür, dass er vielleicht in der Situation ein bisschen zu aufgeregt war, zu überfordert ist und seine Aufmerksamkeit nicht so sehr dem Sound widmen konnte, ja. Situationsbewusstsein kennt ihr ja. Man sollte immer versuchen, einen Überblick sich über die Situation zu haben. Auch hier, ich spule nochmal zurück. Ich höre ganz klar Steps auf meinem rechten Ohr. Und er wartet jetzt von dem Fight vorhin, dass da jemand rauspusht. Also da empfehle ich auch grundsätzlich, bleibt immer in Bewegung, bleibt dynamisch. Jetzt hier so zu warten und zu campen macht keinen Sinn, finde ich. Auch einfach, das Spiel muss weitergehen und ihr wollt ja jetzt endlich euren Lodi. Und was fällt euch in dem Zusammenhang natürlich auf? Er hat Geld. Er will oder er sollte jetzt zwingend sein Lodi besorgen. Selbst wenn er jetzt hier einen killt, beziehungsweise wenn er jetzt down geht bei dem Kill, ist das ja auch
nachteilig, weil dann ist sein Geld wieder weg. Das Geld sollte er jetzt auf jeden Fall nutzen und wirklich gucken, dass er da wegkommt. Zumal, was fällt noch auf? Wir haben hier den roten Rahmen. Ja? Er ist jetzt auch noch auf dem gegnerischen Radar sichtbar. Vielleicht sogar von dem hinter ihm, wo die Steps gerade zu hören waren. Also gefährliche Situation. Er ist hier im Sandwich. Vor ihm ist vielleicht einer und hinter ihm. Ich würde ganz klar mich aus der Situation oder empfehlen, sich aus der Situation zurückzuziehen. Er wartet und wartet und wartet. Er wartet immer noch auf diesen leuchtenden Skin und da kommt er tatsächlich. Daran sieht man aber auch wieder, ganz gut um die Ecke geslidet an der Stelle. Was ich sagen wollte, daran sieht man auch mal wieder, was für eine Lobby das ist, ja. In einer, ich sag mal, deutlich besseren Lobby würde sich so keiner verhalten. Slide Cancel durch die Tür gemacht, ganz gut, gepreshottet. Aber jetzt sehen wir auch, jetzt wechselt er zu MP. Ich würde, wenn ich so ein Close Fight eingehe, besonders wenn ich jemanden hinterher pushe, durch die Tür, wo ich ja nicht weiß, wo er ist. Ist er close oder ist er schon auf der Treppe? Alles ist aber ja Close Fight in dem Moment. Hätte er eigentlich schon an dieser Stelle, an dem er jetzt versucht, oder jetzt hat er das Schild gebrochen, will hinterher pushen, direkt die MP in die Hand nehmen. Du bist viel schneller mit der MP und im Close Fight im Vorteil. Also das war eine Fehlentscheidung. Kommt hier aber weg. Wechselt jetzt rechtzeitig zur MP und ihr seht, hat sich ausgezahlt, aber Third Party von hinten. Den haben wir ja vorhin schon gehört. Also, der war die ganze Zeit hier irgendwie am Sneaken. Meine Meinung bleibt, hätte man vorher vielleicht das Weite suchen müssen und das Geld nutzen müssen. Jetzt hat er kein Geld. Freunde, es ist in Wiederauferstehung immer das Gleiche, immer dieselbe Routine. Macht immer dieselbe Routine. Landet entweder in einer Hot Area, geht direkt fighten, gewinnt die Fights und holt euch einen Lodi oder verliert die Fights, landet dann safe, lootet schnell und effizient und holt euch dann einen Lodi. Immer erste Priorität, Lodi, Informationen, dann auf Kills gehen. Das mache ich immer. Ja, selbst wenn ich eine 20 oder noch mehr Kills Runde habe, da gehe ich auch 2-3 Mal down, aber das Regainen, vernünftig Regainen und schnell und effizient, das lernt man dann. Und ihr könnt natürlich auch diese Augenscanner und so weiter dazu nutzen. Ja, und einfach so ein bisschen planen, oder wenn ihr down gegangen seid, mit eurem Lodi, kommt wieder, zieht einen anderen Lodi, geht dann wieder down, dann droppt ihr zum Beispiel wieder da, wo ihr das erste Mal mit eurem ersten Lodi down gegangen seid, in der Hoffnung, dass er noch da ist. Das sind alles so Sachen, ne? So kleine Tricks, die man da anwenden kann. Also lernt vernünftig zu regain. Auch jetzt, er hat zwar eine Waffe gefunden, er sieht ihn jetzt da hinten, ist aber für mich ein bisschen, ja, zu viel Zeitverlust jetzt endlich. Zumal, was fällt jetzt auf? Wir haben es auch wieder gehört, wir haben wieder den roten Rahmen. Er hat jetzt hier 3000 $. Also meiner Meinung nach Kisten looten, vielleicht sogar einen Auftrag annehmen. Den Auftrag kann er auch annehmen. Und einfach gucken, dass du schnell ans Geld kommst und schnell ans Lobby kommst. Meine erste Priorität. Hier einfach viel zu viel Zeit verschwendet. Jetzt. Ne? Er hört ihn da immer noch, er wartet ihn, er versucht da irgendwie einen Winkel zu finden. Aber voraussichtlich hat der Gegner auch eine bessere Waffe. Er steht hier offen. Hört jetzt hier links Close Steps. Drohne über uns. Und läuft jetzt weg und zeigt dem eigentlich dem Rücken, den gegenüber, dem er gerade gehört hat. Und er kriegt jetzt natürlich auch entsprechend Shots von hinten. Glück, dass er hier überhaupt noch wegkommt. Direkt plattieren hat schon fast zu lange gedauert. Gewöhnt euch an, wenn ihr am Wegrennen seid und kriegt Shots, immer sofort anfangen zu plattieren. Nicht zögern, nicht zögern. Und eben auch nachladen und immer grundsätzlich in Bewegung bleiben. Self-Revive hat er mitgenommen, sehr gut. Sehr gute Nahkampfwaffe. Jetzt ist er eigentlich ganz okay ausgerüstet, aber die Zeit ist ja jetzt schon ein bisschen im Gange. Also die Runde läuft schon eine gewisse Zeit. Da unten ist eine Plattenbox. Er hat nur eine Platte, hat auch nicht voll Platten gezogen. Da sehen wir wieder Situationsbewusstsein. Habt immer ein Situationsbewusstsein. Wie viele Platten habt ihr? Wie viel Geld habt ihr? Was passiert auf eurem Radar? Ja gut, das ist jetzt noch nicht so wichtig in dem Moment. Wir sind immer noch in der ersten Zone, ja. Es ist wieder Auferstehung, Freunde. Sucht jede Konfrontation, nachdem ihr das gemacht habt, was ich vorhin gesagt habe. Load die Information. Sucht jede Konfrontation, ihr kommt ja wieder. Ihr werdet nur besser, wenn ihr die Konfrontation sucht. Was für eine Waffe hat er? Er hat hier ein Cluster. Und welche taktische Ausrüstung hat er? Taktische Ausrüstung. Nutzt die taktische Ausrüstung in Fights. Integriert die im Fight. Und vor allem Thema Movement. Das macht er schon ganz gut. Also ist kein absoluter Anfänger. Auch das Movement in den Fight integrieren, ganz wichtig. Er macht hier aber einen entscheidenden Fehler. Was macht er? Das habe ich ja vorhin auch wieder angesprochen. Er hat einfach zu viel Zeit verstreichen lassen. Jetzt kommt zwar sein normaler Lodi, da könnte er jetzt auch hingehen. Er sucht aber immer noch den Typ,
der sich hier hinten eben befand. So, jetzt haben wir aber hier die Zone und die Zone schließt schon gerade und der Typ muss hier irgendwo noch sein und er wartet und wartet, gerät jetzt aber, selbst wenn er ihn jetzt kriegt, selber unter Druck in der Zone. Er muss ja in die Richtung. Wenn er jetzt Pech hat, sind hier oben Leute, die ihn dann abfangen werden, wenn er unter Zonendruck ist. Ihr wollt nie in Zonendruck sein. Das muss man immer vermeiden. Ihr wollt euch frühzeitig positionieren. Auch jetzt passiert es. Er kommt jetzt viel zu spät, kann ihn zwar holen, ist jetzt aber ja unter Druck. Muss jetzt auch plattieren, ne? Jetzt sollte er sich spätestens jetzt auch plattieren. Der Tipp von eben, immer plattieren. Nachladen auch gut. Aber da fehlt so ein bisschen die Awareness, wie man sieht. Die Platte nehmen, nutzen. So, und jetzt ist er hier am Rand der Zone. Jetzt findet er eine Platte, sieht auch in dem Moment, dass er sich plattieren kann. Da kommt einer runter. Ja. Aber hat halt... Ja, und jetzt ist hier einer vor ihm. Den hat er erst nicht gehört. Macht einen guten, ich sag mal, ganz gute Entscheidung. Er setzt hier gute Shots, aber eigentlich hätte er jetzt aus meiner Sicht mehr Druck machen müssen, weil er hat ihm gute Shots gesetzt und gibt dem Gegner jetzt wieder Luft zu atmen. Und der Gegner kann ja nur hier hinter sein. Also der ist ja ganz klar hier und der Weg ist nicht so weit. Also er hätte ihn ruhig pushen können. Meiner Meinung nach entscheidet sich das so, den Kampf abzubrechen. Hat jetzt keine Munition mehr. Jetzt würde ich zu AR wechseln und dann den Fight noch eingehen tatsächlich. Er entscheidet sich aber dazu, zurückzugehen. Und jetzt sehen wir auch, ich hätte in dem Moment ganz klar ab der Situation die Plattenbox gesehen. Ich hätte mir die genommen. Ich wäre hier hinter der Kiste getanzt, hätte auf Audio Cue gespielt, hätte gehört, pusht er mich oder nicht, hätte die Zeit genutzt, um die Plattenbox zu legen, um mich zu plattieren. Aber er spielt hier defensiv und zieht sich hier zurück und kriegt jetzt wieder die Shots von vorhin. Das wäre alles nicht passiert, oder von dem Gegner von vorhin, das wäre alles nicht passiert, wenn er eben schon viel früher rotiert wäre. Sagen wir mal, auf Prison-Dach gegangen wäre, hätte auch diese Gegend überblicken können, wäre aber viel besser, in einer viel besseren Position und vor allem auch in der Zone. Und wäre nicht da im Low-Ground irgendwie unnötig unter Druck geraten. Was er gut macht ist, wenn er wiederkommt, also immer nachdem du wiederkommst, erstmal einen Fallschirm ziehen und sich einen Überblick verschaffen, weil man sieht schon ganz gut, wenn man so ein bisschen auf einer Stelle guckt, hier landet zum Beispiel einer rein, manchmal sieht man sich leichte Punkte, die sich bewegen, ja, und man weiß ja auch, man ist hier down gegangen, das heißt, hier sind bestimmt noch Leute, also tendenziell vielleicht eher hier landen, ja, oder wenn hier das Dach frei ist, auf dem Dach landen, erstmal gucken, was geht ab, wo sind die Leute, die hier zuvor gefightet haben und dann den richtigen Moment anpassen, um aufs Lodi zu gehen. Gucken wir mal, was er macht. Genau, auch jetzt kann man immer noch gucken. Jetzt würde man sehen, wenn hier einer ist. Und dann abdrehen. Ich wäre in dem Fall aufs Dach gelandet, weil jetzt macht er auch einen Fehler aus meiner Sicht. Weil er landet jetzt hier unten. Aber das kannst du von oben ja nicht einsehen. Also durchaus möglich, dass hier einer ist. Findet hier eine Kilo und immer wenn du eine Waffe aufhebst, was machst du dann? Richtig, du guckst erstmal. Du hast hier nur 30 Schuss, sollte man sich merken. Was auch noch wichtig ist hier, man hat wieder nur, also nicht volles Leben. Das sind alles Informationen, die man bei so einem Wiedereinstieg sich merken sollte, weil wenn jetzt jemand da ist, sollte diese Information Einfluss auf deine Entscheidung nehmen und zwar in diesem Falle eher den Fight nicht einzugehen. Ihm war das aber ein Munitionsproblem schon mal bewusst, er hat sich direkt in die Munitionsbox gezogen. Wobei man hier auch wieder hätte sagen können, ich weiß nicht, du hörst keine Steps, du siehst die Munitionsbox, du weißt, hier ist dein Lodi und wenn du dein Lodi ziehst, kriegst du ja deine taktische Ausrüstung, sagen wir mal Stim mit Aufschlaggranate, aber nur eins jeweils. Das heißt, ich wäre, glaube ich, eher erst zum Lodi gegangen, hätte dann die Munitionsbox gezogen, damit ich dann meine taktische Ausrüstung, die ich auch gerne hätte, sprich von meinem Lodi, vollständig habe. Steps close. Weiß nicht, ob er sie gehört hat. Übrigens, da habe ich mit dem Coaching mit ihm drüber gesprochen. Die Perks sind gut. Kann man so spielen, finde ich. Termit würde ich nicht empfehlen. Nicht in Wiederauferstehung Rebirth. Eher Aufschlaggranate. Smoke kann man spielen. Oder Stims. Aber so als Anfänger ist Smoke eine gute Entscheidung, finde ich. Und dass er hier die PP gespielt hat, war einfach nur, weil er sie ausprobieren sollte. Grundsätzlich empfehle ich immer, spielt die aktuelle Meta. Die ändert sich meistens mit jedem, spätestens mit jedem Season- und Mid-Season-Update. Es gibt Internetseiten, wo man das immer aktuell nachgucken kann. Und damit habt ihr auf jeden Fall einen Vorteil. Ist halt nun mal so, wenn ihr die Meta spielt. Geht hier jetzt sehr defensiv vor. Zweite Zone schließt.
ist mir zu defensiv. Er sieht jetzt einen Ping, einen Waffenping. Hier, das ist ein Punkt mit einem Pfeil nach oben. So, jetzt haben wir aber hier, ich sag mal, dieses komische Radar, aber er ist ja hier auf Prison, das heißt, das ist wahrscheinlich, er befindet sich ja im Obergeschoss, also muss er oben auf dem Dach sein. So, mit dieser Information kann man ja schon was anfangen. Und ich höre hier um ihn herum jetzt keine Steps. Also kann er durchaus jetzt sagen, komm, ich bewege mich schnell, ich gehe jetzt schnell aufs Dach, suche mir dann einen schönen Headglitch und versuche mal diesen Waffenping ausfindig zu machen. Das wäre jetzt zum Beispiel so, er hat jetzt sein Lodi, ne, habe ich ja immer gesagt, wiederkommen, Lodi 10, Informationen. Er hat jetzt $2.400, reicht nicht, um sich eine Drohne zu ziehen, aber jetzt sind wieder ein Waffenping über ihn und er schleicht jetzt hier sehr defensiv rum. Es gibt eigentlich gerade aus meiner Sicht keinen Grund zur Annahme, dass hier einer close ist. Selbst wenn, bist du dann immer noch im Vorteil, wenn du dich schnell bewegst. Angenommen, da wäre einer in dieser Ecke in dem Raum gewesen. Also wenn du an dem schnell vorbeislidest, hast du die Information, kommst aber trotzdem noch weg. Das ist das Schöne. Du kannst selbst in einen Raum reinsliden, da sitzt du in der Ecke und kannst sogar häufig dann noch wieder raushalten und kommst noch weg. Plattierst dich währenddessen, resettest und gehst dann in den Fight ein. Ihr müsst dieses langsame Spiel euch abgewöhnen. Das ist nicht Warzone. So, jetzt haben wir hier eine Situation. Er ist wieder am Rand der Zone. Er setzt sich jetzt so ein bisschen selber unter Druck. Und zwar haben wir zum einen roter Rahmen. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass er selber gesehen wird. Er hat hier wieder diesen Waffenping. Der ist oben auf dem Dach und schießt irgendwo runter. Und er hat jetzt hier den Rand der Zone, die ihn jetzt dazu zwingt, hier hoch zu pushen. Gucken wir mal, was passiert. So, und er macht es jetzt hier langsam und hier kann man immer noch sehen, ja. Die Zone ist da und sie bewegt sich gerade. Das heißt, er muss jetzt raus. Das heißt, der Headglitch hier, wo er sich befindet, ist zwar an sich ein guter, aber jetzt in dem Moment doof. Er hat natürlich eine Gasmaske, kann man sagen, okay. Aber trotzdem würde ich eher versuchen, zumal man hört ja die ganze Zeit, wie der Typ hier schießt. Nutzt das. Wenn der schießt und konzentriert ist, dann hört er nicht so viel, dann hat er den Fokus woanders. Nutzt diesen Fokus, um euch ranzuschleichen. Ne? Das habe ich hier als Tipp gegeben. Er macht jetzt hier ganz vorsichtig, gibt dem Typ wieder Zeit, jetzt sieht er ihn und jetzt ist es schon zu spät, weil der Typ hat ihn auch gesehen, slidet entsprechend in diesen Headglitch jetzt hier rein. Ja, dabei hätte er schon viel früher schnell rauspushen müssen und in den Headglitch reinsliden müssen und hätte ihn hier dann womöglich off-guard catchen können. Jetzt passiert was, er schießt und schießt und schießt. Ja, und hat keine Chance, ne? Genau, an der Situation, wo der Gegner da gerade war, wie man in der Deathcam gesehen hätte, hätte er schon praktisch in diesen Headglitch sliden müssen, in die Zone und ihn abaimen müssen und warten, bis er da pusht und ihn dann einfach leicht abfangen können. Also seid nicht so ängstlich, oder das habe ich gesagt, seid nicht so defensiv, so ängstlich, sondern versucht wirklich immer in Bewegung zu sein, ein bisschen in Action zu bleiben und versuchen dabei den Überblick zu behalten. Ja? Und wenn du im Nachteil bist in so einem Fight, das Movement nutzen, immer in Bewegung bleiben und abhauen und dann resetten, ganz wichtig. Kommt jetzt wieder, kann hier den Franzosen-Tower-Camper holen, sehr gut. Ich hasse es, wenn da oben welche campen. Es ist wieder ein Radar, gegnerisches Radar online, dritte Zone, gleich schließt die Wiederauferstehung. Er hat jetzt hier wieder eine Waffe gefunden, die ganz okay ist. Ihm fehlt eine Platte. Also er verschwendet, oder er verbringt schon wieder viel zu viel Zeit an der Stelle, zumal jetzt ein Schlussverkauf ist. Geh runter, unten ist im Keller so ein Augenscanner, nimm den, da vorne bei Grandma ist ein Shop, ja. Komm schnell an Geld und kauf dir was, ja, selbst wenn es nur eine Gasmaske ist oder was auch immer. Aber du verbringst zu viel Zeit jetzt auf dem Highground zwar, aber du verbringst einfach zu viel Zeit, um irgendwelche Leute ausfindig zu machen und ja, zu beschießen. Die Zeit musst du einfach mehr nutzen, um zu regainen, ja, das sage ich ja immer, habe ich am Anfang gesagt, es ist immer ganz klar, regainen. Dann Informationen besorgen, sprich Aufträge annehmen, Radar zünden und dann Plan schmieden, den umsetzen bzw. auf Kills gehen, 1 gegen 1 Situation suchen. So, jetzt haben wir hier unten den Scanner. Perfekt, macht er auch, aber alles bis zu langsam, ne? Landen, dann hast du die Waffe gefunden, den im Franzosen-Tower hast du gesehen, killen, alles super, sofort hier ins Haus unten rein. Looten währenddessen, wenn man da runterläuft, den Scanner holen. Ich habe gerade nicht gesehen, welche Karte er hat, aber dann mit dem Scanner, mit der Karte halt zum Shop, Karte einlösen, Geld nutzen. Und wir haben auch gesehen, gerade war ja auch ein Schlussverkauf. Ich spule nochmal kurz zurück. Hier sehen wir, der Schlussverkauf ist jetzt beendet, aber zuvor war er. Er hatte zwar nicht viel Geld, hatte aber genug Zeit, zu looten und Geld zu sammeln. Und beim Schlussverkauf kriegst du ja auch ein kostenloses Wiederbelebungskit, wobei er hat eins, aber Gasmaske hätte man zum Beispiel kaufen können zum halben Preis.
Lodi gibt es, soweit ich weiß, nicht zum halben Preis. Aber trotzdem, einfach das Ganze nutzen, ja. Und wie gesagt, unten die Karte, die er gezogen hat, die dann auch wirklich nutzen. Da wäre bestimmt was bei rumgekommen und hätte noch ein paar Kisten auf dem Weg looten können, um das Ganze dann auch wirklich effektiv nutzen zu können. So, und wollte da hochspringen. Thema Map-Kenntnisse, ne? Es gibt da so einen Laufweg, wenn man die Treppe hochkommt, genau jetzt über ihm aus dem Fenster, kann man auch easy nach oben. Scheint er nicht so richtig zu kennen oder sich nicht dran zu erinnern. Aber das ist auch was man lernt, indem man anderen zuschaut. Anderen YouTubern zuschaut, anderen Streamern, anderen Pros zuschaut. Und sich das mal merkt und auch ausprobiert. So schwer sind diese Laufwege ja nicht. Und diese Laufwege bringen dir auch wieder einen Vorteil in Stresssituationen. Hier durchs Fenster und dann kannst du hoch die Leiter. Ja, Latra, gute Waffe, klar. Aber jetzt in dem Status, wir haben jetzt übrigens auch die Wiederaufstehung gerade beendet, Zone 4, jetzt empfehle ich natürlich ein bisschen defensiver zu spielen, aber nicht so defensiv und hört hier jetzt auch Steps, also da kann er auch schon mal ein bisschen offensiver vorgehen und wenn man Shots kriegt, die First Shots kriegt, dann muss man halt wieder schnell reagieren und wegrennen. Deswegen ist es ja, was ich immer sage, erst moven, dann fighten, besonders dann, wenn man nicht die First Shots hat, wegmoven, währenddessen plattieren, immer in Bewegung bleiben, immer sofort plattieren, dann vielleicht einen Repeat machen oder weiter wegrennen und vernünftig resetten. Das muss man lernen. Das ist das Schwere in Warzone bzw. Call of Duty allgemein. Man muss den Knoten im Kopf lösen, was viele von Anfängern haben, weil sie von anderen Spielen kommen. Counter-Strike, Valorant, was auch immer da gilt, schießen. Dann moven. Also nicht so wie hier erstmal wegrennen und dann moven. Hier natürlich gut, Zonenrand, der muss schließen, der Kollege ist zu spät. Jetzt vielleicht sogar Druck machen. Okay, da oben war einer, hat er gut geschaltet, das hat er sich von vorhin gemerkt. Also, Merkfähigkeit, sage ich auch immer, Informationen merken. Das hat er gemacht, er wusste noch, dass oben auf Tower einer ist. So, jetzt aber auch nochmal immer zwischendurch machen. Hier ist Leben noch, also 9 Leute, 8 gegnerische, er hat 5 Kills. 4. Zone ist deaktiviert. Er befindet sich hier am Rand der Zone. Ich würde sagen, voraussichtlich schließt sie sich. Es kann auch sein, dass sie hier endet, aber man muss auch davon ausgehen, dass sie vielleicht irgendwo hier endet. Also wird er sich gleich irgendwie bewegen müssen. Das ist die Frage, was man jetzt macht. Zum Beispiel auf Highground gehen, aufs Dach kann man machen und von da aus dann zu gucken. Aber ich würde jetzt ganz klar die Zone abwarten, also ich jetzt persönlich, und wenn die sich schließt, würde ich wahrscheinlich früh moven, weil ich habe keine Gasmaske und keine vernünftigen Waffen. Ich würde also auch tendenziell den Fights eher aus dem Weg gehen. Er weiß von vorhin, dass hier noch einer ist, der eben vom Prison da zu spät rotiert ist, der muss hier irgendwo sein. Hört auch die Steps. Da ist er. Du musst davon ausgehen, dass er dich jetzt auch gesehen hat. Deswegen ist das schon wieder so ruhig stehen, ein bisschen gefährlich. Und kriegt da auch die Shots, ja. Muss jetzt eine Platte ziehen. Hat die Platte nicht gezogen. Das ist auch wieder was, ja. Das ist, er kriegt hier Shots. Achtet mal drauf. So. Zieht jetzt die Platte. Aber vaultet gleich hier gleichzeitig hoch, die Animation wird unterbrochen. Das ist auch was mir auch immer wieder passiert. Man muss das wissen, sich auch mal merken, die Platte ist nicht gezogen. Also, und das ist jetzt extrem wichtig gleich. Er ist jetzt sowieso hier in einer sehr Nachteilsposition. Das muss ich nochmal ein bisschen analysieren. Wir wissen, hier war ein Gegner. Der hat auf ihn geschossen. Das heißt, er hat ein Bewusstsein dafür, dass er hier irgendwo ist. Er hat keine Gasmaske. Die Platte müsste er noch ziehen, hat dann aber auch nur noch 2 Platten. Wiederbelebungskit ist am Start. Aber es leben noch 7 gegnerische Spieler. Hier ist einer, also 6 unbekannte Spieler, die sich irgendwo in dieser Richtung befinden. Er muss jetzt moven und auch relativ schnell, beziehungsweise die Zone ist hier ja relativ, ich sag mal, die verläuft ja jetzt ungefähr so. Ist also hier viel näher dran. Hier der Weg ist viel weiter, das heißt, der Zonenrand wird sich viel schneller schließen als der. Das heißt, er wird jetzt gleich ziemlich unter Druck geraten. Und in der Kombination mit, dass er da ist, würde ich ihm jetzt empfehlen, nutzt deine taktische Ausrüstung. Du hast hier 2 Blendgranaten oder Stungranaten und so 2 Brandgranaten. Nutzt irgendwas davon, um hier einfach vielleicht ein bisschen Druck zu machen, um dann, ja, ihn ein bisschen abzulenken und das Momentum dann zu nutzen, um schnell in Sicherheit zu kommen. In die Zone, am besten in irgendeine Powerposition. Ist eigentlich alles schon viel zu spät, hätte man früher machen müssen, aber wenn er jetzt wartet, bis der Gegner anfängt zu moven, und du musst davon ausgehen, dass der Gegner besser ausgerüstet ist und vielleicht sogar eine Gasmaske hat oder und Stims hat, dann ist es schwierig. Und jetzt ist es schon schwer, du kriegst diese Visuals, dass du Schaden nimmst von dem Ganzen. Kriegst jetzt aber noch Shots von den anderen übrigen Spielern von drüben, was ich ja eben gesagt habe. Hast glücklicherweise jetzt noch ein Wiederbelebungskit. Hörst den, der moved jetzt gerade außen rum. Ja, und bist jetzt sowas von im Zugzwang,
kommst hier in eine Third Party, kannst ihn noch holen. Und du hast gerade wie viel HP? Also fast nichts mehr. Kriegst noch diesen Schockstab und kommst da mit 1 HP in die Zone noch rein und hast jetzt im Prinzip ja Riesenglück. Ja. Oh, jetzt bin ich leider. Ich spule wieder zurück. Du hast da auf jeden Fall Riesenglück, dass da keiner ist. Also du befindest dich jetzt hier. So, und hier ist ja die Zone und hier ist die Schule. Also, dass da keiner auf dem Dach ist und dich jetzt easy abfangt, ist einfach nur deutlich mehr Glück als Verstand. Das muss man so sagen. Und es leben ja immer noch 5 Spieler, 4 gegnerische. Jetzt hat er aber tatsächlich noch eine Power-Position hier erreicht, die absolut, aus der man tatsächlich jetzt noch was machen kann. Und da empfehle ich immer, wenn ihr in so einer Situation, in so einer Power-Position seid, dann stellt euch eher hier oben so an den Rand, sodass ihr mit dem Head-Glitch da drüber gucken könnt. Weil wenn ihr jetzt von hier beschossen werdet, dann habt ihr, wenn ihr weiter oben am Rand steht, also hier irgendwo, dann habt ihr einfach schneller die Möglichkeit, hier rüber in Deckung zu gehen. Wenn du hier unten stehst, ist der Weg natürlich viel weiter in Deckung zu kommen. Der Typ hat mehr Zeit, dich zu killen. So, also immer so auf dieser Kippe so ein bisschen zu stehen, würde ich da empfehlen. So, und hier würde ich tatsächlich, ja, genau. Genauso, das meinte er, kam jetzt relativ schnell weg. Und das ist natürlich jetzt sehr wichtig. Mal schauen, ob er das mitbekommt. Ich glaube nicht. Ja. Also da fehlte auch ein bisschen die Awareness, das Situationsbewusstsein. Das haben wir an anderen Stellen ja auch schon gemerkt. Grundsätzlich kann ich sagen, sucht die Fights, ja. Ihr müsst die 1 gegen 1 Situation suchen. Wiederauferstehung ist dafür ein super Modus. Versucht euch eine Routine anzueignen. Also ihr landet irgendwo entweder in der Action oder von mir aus auch ein bisschen safe, aber ihr müsst möglichst schnell an euer Loadie kommen. Immer absolut die erste Priorität. Danach wollt ihr Informationen und dann wollt ihr 1 gegen 1 Situationen suchen und die sauber ausspielen und ja, ein Optimum gewinnen. Wenn ihr down geht, kein Problem, ist Wiederauferstehung. Ihr müsst down gehen, ihr müsst Fehler machen, ihr müsst verlieren, nur so werdet ihr besser. Und das möglichst schnell in wenig Zeit. Und deswegen wirklich die Fights suchen, aber nicht unüberlegt. Deswegen, ihr geht down, kommt wieder auferstehen, vernünftig resetten, Augenscanner nutzen. Einfach alle Tricks nutzen, um möglichst schnell an Geld zu kommen, möglichst schnell an Loadie zu kommen, möglichst schnell an Informationen zu kommen, möglichst schnell in den Fight zu kommen mit entsprechend Loadie und Informationen. Und dann geht das immer so weiter. Am Ende dann ein bisschen frühzeitiger rotieren. Gucken, wo ist die Zone, wo geht sie hin, wo befinde ich mich, wie viele Leute leben noch. Alle Informationen nutzen, um möglichst schnell oder frühzeitig zu rotieren und frühzeitig in eine Power-Position zu kommen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, wertvolle Tipps geben, damit ihr schnell und effizient zu einem besseren Spieler werdet. Wenn dem so ist, lasst mich das gerne wissen, lasst ein kostenloses Abo da und joint unseren Discord und natürlich Daumen hoch und Kommentar. Ansonsten, wenn du wissen willst, wie man richtig moved und vor allem seinen Gegner outmoved, dann schau jetzt unbedingt dieses Video an.